Nun, ich denke, dass ein Großteil des Leidens, das aus Lebensherausforderungen resultiert, nicht nur von der Herausforderung selbst herrührt. Was auch immer geschehen ist, es kommt daher, dass sich die Menschen als Opfer fühlen der Herausforderung. Sie wurden von einer anderen Person oder von Gott oder dem Universum, je nach Sichtweise, zum Opfer gemacht. Und dieser Zustand, sich als Opfer zu sehen, ist an sich schon eine Form des Leidens. Ich möchte die Show begrüßen. Rob Schwartz. Wie geht's dir, Rob? Mir geht's super. Und dir, Alex? Mir geht's prima. Danke, dass du in der Show zu Gast bist. Ich habe ein Interview mit dir gesehen und fand es faszinierend. Du hast über Seelenplanung und den Lebenssinn deiner Seele und all diese Dinge gesprochen. Und ich habe mich noch nicht wirklich tiefgehend mit diesen Konzepten auseinandergesetzt. Aber bevor wir mit der Sendung beginnen, wie hast du deine spirituelle Reise begonnen? Es passierte alles in kurzer Zeit, im Jahr 2003. Jahrelang arbeitete ich in der Unternehmenswelt, hauptsächlich in Unternehmenskommunikation, Marketing und dem Verfassen von Texten. Das gefiel mir gar nicht. Ich fühlte mich unerfüllt. Genauer gesagt spürte ich, dass es etwas gab, das ich auf der Erde tun sollte, was ich noch nicht tat. Und dann passierten 2003 drei Dinge in kurzer Folge. Das erste war, dass ich meine allererste Sitzung mit einem Medium hatte und sie begann, meinen Geistführer zu kanalisieren. Sie musste mir erst erklären, was ein Geistführer ist. Ich meine, ich hatte den Begriff zuvor noch nie gehört. Und die Führer sagten mir durch sie sprechend, du hast dein Leben geplant, einschließlich deiner größten Herausforderungen, bevor du geboren wurdest. Nun, ich komme aus einem sehr konventionellen Umfeld, also hätte ich das wahrscheinlich als eine Art Wahnvorstellung meinerseits abgetan, wenn die Führer nicht in einen sehr langen und detaillierten Monolog verfallen wären, indem sie mir erklärten, warum ich all meine größten Herausforderungen geplant hatte. Es war faszinierend. Sie kannten all meine Herausforderungen, obwohl ich ihnen nichts über mich verraten hatte. Auch das Medium war vorab nicht informiert. Stellen Sie sich vor, mit Wesen zu sprechen, die alles über Sie wissen. Das macht sie sehr glaubwürdig. Kurz nach dieser Sitzung mit dem Medium wurde ich einer Frau vorgestellt, die in Trance gehen und ihre Seele kanalisieren kann. Also verbrachte ich etwa 15 Stunden damit, mit ihrer Seele im Detail über die Vorbereitung vor der Geburt zu sprechen. Und ihre Seele erklärte mir, warum wir das tun, wie es gemacht wird, welche Herausforderungen für sie besprochen wurden, welche ausgewählt und warum, welche nicht ausgewählt wurden und warum nicht. Diese 15 Stunden des Channelings dienten wirklich als Grundlage für alle drei Bücher, die ich später schrieb. Und dann das dritte und entscheidendste, bei weitem das Wichtigste. Kurz nach diesen beiden anderen Erlebnissen, mitten am Nachmittag an einem Wochentag, nahm ich mir eine Auszeit von der Arbeit und ging auf dem Gehweg spazieren. Das war alles, was ich tat, den Strom entlang zu gehen. Und ich hatte eine spirituell transformative Erfahrung, bei der jedes Mal, wenn ich eine andere Person ansah, mich dieses Gefühl von reiner, überwältigender, bedingungsloser Liebe überkam. Und wenn ich hier von bedingungsloser Liebe spreche, ist das so nah wie möglich an dem Gefühl, das ich in Worte fassen kann. Aber es gibt wirklich keine Worte, die dem nahe kommen. Das war keine menschliche Liebe. Es war etwas Göttliches, etwas Transzendentes. Und es wurde mir zu wissen gegeben, könnte man sagen. Es wurde mir in dieser Erfahrung zu wissen gegeben, dass wir als Seelen buchstäblich aus der Energie bedingungsloser Liebe gemacht sind. Was ich damals nicht wusste und erst einige Jahre später herausfand, war der Grund dafür, warum dies geschah. Der Grund dafür ist, dass ich viel später, nachdem ich die vorgeburtlichen Pläne vieler Menschen für mein erstes Buch untersucht hatte, entdeckte, dass jeder vorgeburtliche Plan, egal was geplant wird, immer auf vollkommener, bedingungsloser Liebe für jede beteiligte Person basiert. Diese Erfahrung, die ich an jenem Tag auf dem Gehweg machte, wurde mir zuteil, damit ich, als ich dieses Ergebnis in meiner Forschung fand, mit absoluter Gewissheit wusste, dass das, was ich fand, wahr ist. Können Sie nun genau erklären, was Seelenplanung oder Planung vor der Geburt ist? Ja. Jeder von uns ist Teil der Energie unserer Seele, in einen physischen Körper gelegt. Wir sind ewige Wesen, buchstäblich aus Licht gemacht. Von Natur aus sind wir nicht physisch, doch nehmen wir physische Form an, um Erfahrungen zu sammeln.
Der Lebensplan, wie ich ihn verstehe, entsteht durch die Seele in Absprache mit Gott oder der Quelle, Engeln, aufgestiegenen Meistern und Mitgliedern der eigenen Seelengruppe. Eine Seelengruppe besteht aus 25 bis 75 Seelen auf ähnlichem Evolutionsniveau. Wir wechseln uns ab, spielen unzählige Rollen füreinander in unseren irdischen Inkarnationen. Also wird der Plan von der Seele in Absprache mit diesen anderen sehr weisen und liebevollen Wesen erstellt. Und dann erschafft die Seele die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit wird von der Seele geprägt. Das ist der Lebensplan. Zu diesem Zeitpunkt sagen die meisten Menschen, das klingt fantastisch. Ich bin dabei. Auf geht's. Ein sehr kleiner Prozentsatz von Menschen beginnt, Emotionen wie Angst oder Zweifel zu empfinden. Äußerst du Bedenken, dass der Plan zu anspruchsvoll sein könnte, beruhigen dich deine Seele und geistigen Führer, dass alles zu deinem Besten ist und du es bewältigen kannst. Die meisten, die Zweifel hatten, stimmen dann dem Plan zu und inkarnieren. Doch ein kleiner Teil hegt weiterhin Zweifel. Solltest du anhaltende Bedenken haben, wird der Plan so lange angepasst, bis er für dich vollkommen akzeptabel ist. Also im Grunde wird niemand zu etwas gezwungen, was er nicht tun möchte. Es ist faszinierend. Sie sprachen in Ihrem Buch über den Rat der Ältesten. Gilt das als die aufgestiegenen Meister und so weiter? Jeder hat seinen eigenen Rat der Ältesten, aufgestiegene Meister und hochentwickelte Wesen. Die Mitglieder deines Rates kennen alles über dich, jedes frühere Leben, jede Einzelheit deiner Existenz. Jede irdische Inkarnation, jedes nicht-physische Dasein, jedes Leben auf einem anderen Planeten. Sie kennen deine Lebensaufgaben. Sie wissen, warum du deine größten Herausforderungen gewählt hast. Die Hypnoseform, die ich anwende, nennt sich Seelenregression zwischen den Leben. Sie bringt den Klienten zu einem Punkt, wo er seinem Rat der Ältesten gegenübersteht. Vor deinem Rat kannst du alle Fragen zu deinem Leben stellen und erhältst klare Antworten. Also kommen die Leute aus einer Seelenregression zwischen den Leben heraus und sagen Dinge wie, ich habe keine Fragen mehr über mein Leben. Sie haben jede einzelne beantwortet. Ein anderer Kommentar, den die Leute oft machen, ist, dass sie über die große bedingungslose Liebe sprechen, die sie vom Rat empfangen, und auch über die völlige Nichtbewertung. Und sie sagen Dinge wie, ich konnte spüren, dass mein Rat von all den schlechten Dingen wusste, die ich in meinem Leben getan habe, aber sie haben mich trotzdem vollkommen und bedingungslos geliebt. Und für den Durchschnittsmenschen ist das erste Mal, dass sie wahre bedingungslose Liebe erfahren, seit sie in den Körper gekommen sind. Es ist also wirklich eine Art Heimkehr. Du hast von schlechten und guten Dingen gesprochen. Das Konzept von Gut und Böse ist etwas, das eher irdisch gebunden ist, denn meiner Meinung nach gibt es nicht wirklich schlechte Dinge im Rat der Ältesten. Da sind diese 6 wirklich guten Kerle, aber dann gibt es diesen einen Typen. Er ist ein bisschen zwielichtig. Das gibt es im Allgemeinen nicht. Auf der anderen Seite, nach all meiner Forschung und dem Studium alter Texte und so weiter. Also, was an dem Konzept von Gut und Böse tatsächlich wenig sinnvoll erscheint, ist im Gegensatz zu unserer oft starken Empfindung einer negativen oder positiven Ladung für eine Situation, könnte jemand anders dieselbe Lage anders sehen. Ein Baum fällt auf ein Haus. Der Hausbesitzer denkt, oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was mir passiert. Doch der Bauunternehmer freut sich, bester Tag meines Lebens, so viel neue Arbeit. Es ist dasselbe Ereignis, aber die Sichtweisen sind komplett anders. Der fallende Baum ist weder gut noch schlecht, er ist einfach so. Ich möchte also wirklich deine Meinung dazu hören. Nun, das entspricht genau meiner Auffassung. Deine Seele betrachtet alles, was in einer irdischen Inkarnation geschieht, mit völliger Neutralität. Für die verkörperte Persönlichkeit ist das allerdings sehr schwierig, denn du empfindest physischen Schmerz und auch emotionalen Schmerz. Du leidest. Aus menschlicher Sicht wird Leiden daher als schlecht angesehen. Deine Seele hingegen betrachtet es wiederum mit absoluter Neutralität. Die Sichtweise, die du hast, wenn du auf der anderen Seite bist und Lebensherausforderungen planst, unterscheidet sich stark von der hier. Sie basiert nicht auf Dualität. Du selbst betrachtest Dinge nicht als gut oder schlecht. Du siehst sie als Gelegenheiten zur Evolution. Und insbesondere
Bist du dir sehr bewusst, dass ein Leben tatsächlich sehr kurz ist, dass niemand durch das, was hier passiert, dauerhaft Schaden nimmt? Und doch wird die Weisheit buchstäblich für alle Ewigkeit Teil von dir. Aus dieser Perspektive ergibt es tatsächlich Sinn, dass Menschen große Herausforderungen planen. Auch wenn sie, sobald sie inkarniert sind, bei diesem Konzept oft denken, dass sie das niemals getan hätten. Warum sollte eine Seele ihr Leben planen wollen und nicht einfach ins Blaue hineinleben und schauen, was passiert, so wie wir es alle jeden Tag tun? Die meisten von uns denken, ich wache morgens auf und was auch immer heute passiert, passiert eben. Vielleicht ergibt sich eine Gelegenheit, vielleicht ereignet sich eine große Tragödie. Aber das Leben ist nun mal das Leben. Warum sollten wir unser Leben planen wollen? Die Seele strebt nach Evolution, unaufhörlich. Und deshalb möchte die Seele eine Inkarnation durchleben, weil sie zur Evolution beiträgt. Was bedeutet Evolution? Nun, aus der Perspektive der Seele bedeutet es im Wesentlichen, liebevoller zu werden. Du bist eine Kombination aus Licht und Dunkelheit und du klärst oder reinigst dich in Richtung mehr Licht und weniger Dunkelheit. Nachdem das gesagt ist, haben viele Menschen große Teile ihres Lebensplans, die mehr oder weniger offen gelassen sind, damit sie erforschen können, was immer sie erforschen möchten. Die ersten 40 Jahre meines Lebens waren genau so. Und das führte dazu, dass ich mich verloren, verwirrt und ziellos fühlte. Aber aus der Perspektive der Seele kann das auch eine großartige Wachstumschance sein. Im Grunde genommen ist ein Leben Teil dessen, was ich einen Bogen von Leben nenne. Ein Bogen von Leben ist eine Reihe von Inkarnationen, in denen du an einem oder mehreren Themen arbeitest, zum Beispiel Mitgefühl. Du hast einen Bogen von Leben, in dem du beabsichtigst, in Mitgefühl tiefer zu gehen. Wenn du das vollbracht hast, egal in welchem Umfang, beginnst du einen neuen Lebensabschnitt, in dem du an etwas Neuem arbeitest. So plant die Seele das Leben, damit deine Absichten, welcher Art auch immer, erfüllt werden. Also, es ist in vielerlei Hinsicht wie der Handlungsbogen einer Figur in einem Film. Das ist ein guter Blick darauf. Ja, denn in der Geschichte, weißt du, beginnt die Figur Luke Skywalker als junger Junge und am Ende ist er ein Jedi, der sich seinem Vater stellt. Es gibt so viele Elemente, die einen großen Bogen in seiner Charakterentwicklung bilden. Für uns, wenn ich richtig verstehe, was du erklärst. Wir haben mehrere Bögen durch mehrere Leben, an bestimmten Aspekten zu arbeiten, Dinge, die wir lernen müssen, wie wie Mitgefühl und Empathie, mehr Liebe zu zeigen, sowie zu erleben, wie es ist, ohne Mitgefühl zu sein oder niedergeschlagen zu werden. Aus allem Gelesenen über die Jahre scheint klar, wir werden alles erleben, was möglich ist. Du wirst König sein, dann Bauer. Du wirst Unterdrücker und Unterdrückter sein. Du wirst Gefangener, Häftling und Wärter sein. Und jede Facette, die Dualität jeder Facette dessen, was in der menschlichen und physischen Welt erlebt werden kann, werden wir früher oder später diese Wege beschreiten. Ist das eine faire Feststellung? Das ist eine faire Aussage. Genauso sehe ich das auch. Und es gibt nicht nur einen Bogen von Leben, in denen du an einem oder mehreren Themen arbeitest, sondern in jeder physischen Inkarnation auf der Erde gibt es das, was ich Wendepunkte nenne. Das sind Momente, bei denen, wenn man Zeit und Bewusstsein grafisch darstellen würde, man sehen würde, wie die Steigung der Bewusstseinskurve plötzlich ab dem Wendepunkt steil ansteigt. Der Wendepunkt ist also fast immer eine Lebensherausforderung, der du selbst zugestimmt hast, bevor du geboren wurdest. Und sie soll genau dieses schnelle Wachstum, diesen Sprung in deinem Bewusstseinsniveau erzeugen. Viel Lernen auf Erden geschieht durch das, was ich Lernen durch Gegensätze, Lebenspläne nenne. Zurück zu Mitgefühl als oft genanntes Beispiel. Wenn du eine Seele bist, die im Mitgefühl tiefer gehen möchte und du wählst einen Lebensplan des Lernens durch Gegensätze, würdest du zum Beispiel bewusst in eine Familie inkarnieren, in der du mit einem tiefgreifenden Mangel an Mitgefühl behandelt wirst. Das Fehlen von Mitgefühl in der äußeren Umgebung soll dich dazu bringen, in dich zu gehen, wo deine Seele hofft, dass du über die Zeit Selbstmitgefühl entwickelst. Und dann sieht der Lebensplan vor, dass du irgendwann das Selbstmitgefühl nach außen kehrst und es im Dienste anderer einsetzt. Das ist ein sehr häufiger Typ von Lebensplan. Du hast das Konzept der aufgestiegenen Meister erwähnt. Kannst du erklären, was ein aufgestiegener Meister ist?
Ein aufgestiegener Meister ist ein hochentwickeltes Wesen, das durch große Liebe und Weisheit gekennzeichnet ist. Jesus und Buddha sind solche Meister, ebenso wie Saint-Germain und Kuan Yin. Es gibt viele aufgestiegene Meister, die sowohl in religiösen Traditionen als auch unabhängig von organisierter Religion existieren. Diese Wissen unterstützen oft jene von uns, die weiterhin auf der Erde inkarnieren. Manchmal nehmen sie selbst physische Gestalt an, um auf eine bestimmte Weise zu helfen. Doch meistens wirken sie durch Inspiration auf uns ein. Sie sprechen zu unserem Verstand und zu unserem Herzen, genau wie unsere spirituellen Führer. Und sie inspirieren uns mit höheren Konzepten, höheren Denkformen und größerer Liebe, damit wir das lernen können, wofür wir hierher gekommen sind. Wer sind die Geistführer und was sind diese Geistführer? Sind es einfach nur unsere verstorbenen Verwandten? Was genau sind Geistführer? Geistführer sind die Wesen, die am meisten in unser tägliches Leben involviert sind. Sie behalten den Überblick über das Geschehen. Sie wissen alles, was mit dir passiert. Sie erkennen das an deiner Schwingung. Also wenn du glücklich bist, spüren sie das. Wenn du in Not bist, spüren sie das und eilen dir zur Hilfe. Sie kennen deinen Lebensplan, wissen, was du hier lernen wolltest und unterstützen dich dabei, das zu lernen, wofür du gekommen bist. Oft helfen sie, indem sie verhindern, dass du etwas tust, was du zu wollen glaubst und für dein höchstes Wohl hältst. Ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben. Damals, kurz bevor ich den Weg einschlug, den ich jetzt gehe, suchte ich nach anderen Möglichkeiten in der Unternehmenswelt. Mir war noch nicht in den Sinn gekommen, mich der Spiritualität zuzuwenden. Ich wusste nur, dass ich unglücklich war mit dem, was ich tat, und so bewarb ich mich auf all diese Stellen, für die ich wusste, dass ich gut qualifiziert war, und ich bekam keine davon. Und ich hatte das ganz deutliche Gefühl, dass Wesen diese Türen absichtlich schlossen. Zu jener Zeit wusste ich nicht, was ein Geistführer ist, aber rückblickend ist es mir sehr klar, dass meine Führer diese Türen schlossen, weil ich den Weg einschlagen sollte, auf dem ich jetzt bin. Ja, und ich denke, das ist etwas, womit sich viele von uns identifizieren können, dass wir bestimmte Dinge wollen und es einfach nicht für uns geschieht und wir wollen es mit all unserer Kraft. Ich meine, manchmal jagt man dieser Sache 10, 15 Jahre, 20 Jahre nach und wird einfach nie Wirklichkeit für dich. Der Moment, wenn du etwas entdeckst, das deiner wahren Bestimmung entspricht. Türen öffnen sich wie von Geisterhand und alles gelingt dir mühelos. Und Dinge, von denen du nie gedacht hättest, dass sie passieren, geschehen ohne jegliche Anstrengung manchmal fast. Und es wirkt fast magisch, wie es passiert. In meinem Leben ist es ein paar Mal geschehen, aber ich sehe so oft, dass Menschen, ich meine, ich sage das scherzhaft, aber stellt euch vor, wir hätten als Kind oder als Teenager oder Gott bewahre in unseren Zwanzigern alles bekommen, was wir wollten. Wären wir in falsche Beziehungen geraten, hätten wir unpassende Jobs angenommen, wären uns die falschen Gelegenheiten begegnet, wären wir in ebenso vielen Dinge, die uns zerstört hätten, hätten wir stets alles erhalten, was wir wollten, in jeder Hinsicht auf unserem gesamten Weg. Betrachtet man es so, erscheint es vielleicht besser, dass nicht alles genau nach Plan verläuft. Wahrscheinlich gibt es einen guten Grund. Es gibt einen sehr triftigen Grund dafür. Und das Gegenteil ist ebenso wahr. Viele Dinge, die uns im ersten Moment absolut schrecklich erscheinen, können sich 5 oder 10 Jahre später, wenn wir zurückblicken, als eines der besten Ereignisse herausstellen, die uns je passiert sind. Keine Frage. Ich hatte mal einen Gast, wir sprachen über das Rückblickfenster. Das ist die Zeitspanne vom Ereignis bis zu dem Moment, wo du denkst, das war eigentlich gut für mich. Gott sei Dank ist das passiert. Dieses Fenster zeigt, wie lange du brauchst, um negativen Ballast abzuwerfen. Sobald du erkennst, dass das Negative, vielleicht hast du den Job nicht bekommen, die Chance nicht ergriffen, die Person nicht gewonnen oder konntest nicht nach Paris, weil du in New York bleiben musstest, letztlich zum Guten gewendet hat, beginnt die Heilung. Du hast den entgleisten Zug verpasst. Solche Dinge. Du beginnst zu realisieren, dass, wenn du älter wirst, du auf dein Leben zurückblickst und einfach denkst, weißt du, das schlimme Ding, von dem ich dachte, es wäre das Ende der Welt, als es passierte, 5 Jahre später zurückblickend denke ich, Gott sei Dank, dass ich nicht mit diesem Mädchen zusammen war. Gott sei Dank, dass sie mit mir Schluss gemacht hat.
Gott sei Dank für diese Jobchance. Gott sei Dank wurde ich gefeuert. Damals, weil ich gefeuert wurde. Ich habe meine eigene Firma gegründet. Wenn ich nicht entlassen worden wäre, wer weiß, wo ich jetzt stünde. Es ist wirklich interessant. Mit dem Älterwerden beginnt man, bestimmte Dinge anders zu betrachten. Ja, meine Arbeit zielt darauf ab, Menschen zu helfen, die spirituellen Bedeutungen ihrer größten Herausforderungen zu verstehen. Bei einer Zwischenleben-Seelenregression sprechen Sie mit Ihrem Rat und stellen Fragen zu Ihren schwierigsten Erlebnissen, um zu erfahren, warum diese geschehen sind. Der Rat beantwortet diese Fragen. Die 3 Bücher, die ich verfasst habe, sind nach verschiedenen Lebensherausforderungen gegliedert. Dies spiegelt den Kern meiner Tätigkeit wider. In vielen der älteren, antiken, spirituellen Texte sprechen sie von einem Konzept, das als Karma bekannt ist. Viele von uns kennen es, es ist jetzt im Zeitgeist. Die Leute nennen es Instinkt-Karma. Wenn etwas passiert, ist es etwas, das die meisten Menschen verstehen, das Konzept des Karmas. Können Sie Karma zumindest aus intellektueller Sicht erklären und welche Auswirkungen es auf den Zweck unserer Seele, unseren Lebensplan und so weiter hat? Mein Karma-Verständnis unterscheidet sich vielleicht vom Durchschnitt. In meiner Arbeit sehe ich, dass Karma ein Gefühl der Unvollständigkeit bezüglich einer Erfahrung ist. Ein einfaches Beispiel genommen. Angenommen, diese 2 Personen hatten ein gemeinsames früheres Leben, in dem eine krank war und die andere Person deren Pflegekraft. Wenn diese beiden Personen dann wieder in die andere Welt übergehen und ihre Lebensrückschau halten, wie wir es alle am Ende einer Inkarnation tun, werden sie diese Pflegebeziehung sehen und sie mögen sich damit vollständig oder unvollständig fühlen. Mögen ist hier das Schlüsselwort und Sie entscheiden selbst, ob Sie damit abgeschlossen haben oder sich unvollständig fühlen. Fühlen Sie sich vollständig, dann gibt es, so wie ich es verstehe, kein Karma und Sie werden etwas völlig Neues und anderes planen. Fühlen Sie sich jedoch unvollständig damit, ist dieses Gefühl der Unvollständigkeit des Karma. Angenommen, Sie fühlen sich so. Wie balancieren Sie Ihr Karma aus? Am einfachsten ist es, die Rollen zu tauschen. Der einst Kranke plant, in der nächsten Inkarnation als Pflegekraft zu dienen, während die Pflegekraft die Herausforderung einer Krankheit annimmt. Dies ist ein einfaches Beispiel, doch grundsätzlich funktioniert Karma-Ausgleich so. Also, wenn Sie in diesem Leben als Dieb agieren, indem Sie stehlen und infolgedessen zahlreichen Menschen durch Ihre Handlungen Schmerz und Leid zufügen. Es muss eine Art von Aktion, Reaktion, eine Art Szenario, denn wildes Handeln geht nicht. All diese schlechten Taten im Leben begehen und nicht eine Art von karmisches Problem in einem späteren Leben haben, gemäß meinem Verständnis aus religiösen Schriften und Spiritualität. Texte, die ich gelesen habe, verstehe ich so. Der Schlüssel zum Verständnis ist zu wissen, dass wenn du in die andere Welt zurückkehrst und du warst zum Beispiel in deiner letzten Inkarnation ein Dieb, wenn du den Übergang ins Nicht-Physische schaffst, dort ankommst und dich nicht schuldig fühlst, unvollständig mit dieser Erfahrung, dann hättest du immer noch kein Karma. Doch du wirst wahrscheinlich das Bedürfnis haben, es auszugleichen. Das ist die Natur einer bedingungslos liebenden Seele. Hast du Schaden verursacht, strebst du nach Wiedergutmachung. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass ein Dieb zurückkehrt und sagt, weißt du was, ich fühle mich gut dabei, ein Dieb gewesen zu sein. Lass uns fortfahren und etwas sehr Unwahrscheinliches tun. Also, warum sollte jemand oder eine Seele ein Leben planen voller Böses, Massenmord, eines Diktators wie Hitler oder ähnliches, der Millionen Menschen tötet? Diese Menge von Pendelschwung dazu. Ich spreche hier nicht von Stehlen oder Ladendiebstahl. Wir reden von massivem, wohl sogenanntem Bösen hier auf dem Planeten. Warum sollte die Seele das Erleben begehren? Diese Art von Erfahrung hier auf dieser Ebene? Ich glaube nicht, dass Seelen solche Rollen anstreben. Tatsächlich hat die inkarnierte Persönlichkeit immer freien Willen. Du kannst also unabhängig von vorgeburtlichen Plänen Entscheidungen treffen, die teilweise oder ganz davon abweichen. Es ist bemerkenswert, dass du Hitler erwähnst.
Denn bei ihm ist genau das geschehen, soweit bekannt. Mir wurde in den Channeling-Sitzungen für meine Bücher erklärt, dass Hitler tatsächlich vorhatte, glaub es oder nicht, ein großer spiritueller Führer zu sein. Und so stattete seine Seele ihn mit Gaben aus, die das ermöglichen sollten. Gaben wie Charisma, Redekunst, Rhetorik und so weiter. In Hitlers Lebensplan vor seiner Geburt war vorgesehen, dass er seine Malerei zur spirituellen Inspiration nutzen sollte. Bekanntlich malte er gerne und war talentiert. Mhm, mhm. Doch eine schwierige Kindheit veranlasste ihn, seinen freien Willen anders zu nutzen. Er schlug einen Weg ein, der dem geplanten diametral entgegengesetzt war. So etwas, glaube ich, geschieht bisweilen. Er musste wählen, entweder spiritueller Meister zu werden oder er ging einen Weg entlang, den er einschlug und wählte dabei einfach den falschen Pfad. Von wegen schlechte Lebensentscheidungen. Ja, das ist gelinde gesagt wirklich eine schlechte Wahl. Warum ist es nur so schwierig für uns, unseren Lebenszweck zu finden? Weil so viele von uns so etwas wie Miranda machen und sich jahrelang verirren, um herauszufinden, was uns wirklich glücklich macht. Warum sind wir hier? Welche Gaben haben wir bekommen, um sie mit der Welt zu teilen? Das, worüber wir gesprochen haben, ist, dass wenn du das findest, was du tun sollst, sich Türen öffnen und du glücklicher und erfüllter im Leben wirst. Warum ist es so schwer, das zu finden? Einige entdecken es früh im Leben, aber meiner Erfahrung nach tun es die meisten nicht. Die meisten brauchen Jahre, wenn nicht ein ganzes Leben. Viele finden es in diesem Leben überhaupt nicht und sie tun einfach Dinge, die sie nicht glücklich machen. Sie werden verbittert und wütend und so weiter. Warum also so schwierig? Ich denke, da spielen ein paar Dinge eine Rolle. Zum einen, wir kommen mit Amnesie zur Welt. Normalerweise erinnern wir uns an nichts vom Plan vor der Geburt. Das ist Absicht. Und warum machen wir das? Es ist so ähnlich wie der Unterschied zwischen einer offenen Buchprüfung und einer geschlossenen Buchprüfung in der Schule. Wenn die Prüfung mit offenen Büchern stattfindet, lernt man nicht so intensiv. Man denkt, man kann einfach während der Prüfung nachschlagen. Und so lernt man nicht so viel. Das Vergessen des Plans vor der Geburt macht das Leben im Grunde zu einer Prüfung mit geschlossenen Büchern. Es wird schwieriger und herausfordernder, aber man lernt auch viel mehr. Was ich außerdem glaube, was da passiert, ist, dass wir nicht verstehen, wonach wir suchen sollen, wenn wir versuchen, unseren Zweck herauszufinden. Also denkt der Durchschnittsmensch in Begriffen von Ruhm, Prestige, Geld, materiellen Erfolg und dergleichen anzuhäufen. Das ist nicht der Erfolg, wie ihn deine Seele definiert. Deine Seele wird versuchen, dich auf den ursprünglichen Weg zu führen, den du geplant hast, durch Inspiration, Streben, Begeisterung und Freude. Würden wir von klein auf gelehrt, nach Streben, Inspiration, Begeisterung und Freude zu suchen? Viele Menschen würden ihren Zweck viel schneller und viel leichter finden. Aber das wird uns nicht beigebracht. Und dadurch wird es erheblich schwieriger. Aus vielen Büchern, die ich über Jahre las, lernte ich, dass wenn in früheren Leben du bist heldenhaft, vollbringst viele gute Taten und hilfst vielen. Es ist so, als könntest du im nächsten Leben wiedergeboren werden. Nehmen wir an, du hattest 2 oder 3 frühere Leben. Dann, du wurdest stets heldenhafter, einfühlsamer und mitfühlender, je mehr du voranschrittst. Und dann, plötzlich in einem anderen Leben, ist es, als ob du denkst, okay, jetzt werde ich geboren und bin extrem attraktiv. Du bist geboren worden, extrem reich. Du wirst Zugang zu materiellen Dingen in dieser Welt haben, die die meisten nicht besitzen. Und das ist in vielerlei Hinsicht eine Prüfung, um zu sehen, wie du auf dieses Szenario reagierst. Und auch weil die meisten in diesem Szenario, ich kann nicht von allen sprechen, aber die meisten könnten im Ego enden, könnten im Materialismus enden, weil es einfach zu berauschend ist. Aber viele, die in dieses Szenario hineingeboren wurden, lehnen es ab und folgen einem spirituellen Weg. Und es gibt Buddha, ist ein perfektes Beispiel für genau das. Ist diese Aussage fair? Ich denke, das passiert, aber es ist nicht so einfach, wie es scheint. Ich denke, viele Menschen, die heldenhafte Leben führen oder sehr mitfühlend werden oder was auch immer es sein mag,
Manchmal planen sie dann ein sehr, sehr herausforderndes Leben, nur um Abwechslung zu schaffen. Es gibt auch etwas, das ich als Urlaubsleben bezeichne, was in etwa dem entspricht, was du beschreibst. Ein Urlaubsleben ist genau das, was es zu sein scheint. Es ist ein Leben, das wenige oder vielleicht gar keine großen Herausforderungen beinhaltet. Und Silenen gönnen sich manchmal ein Urlaubsleben als Belohnung dafür, dass sie in einem früheren Leben gut abgeschnitten haben. Sie wählen auch ein Urlaubsleben, wenn sie noch nie eines hatten, denn die Seele möchte alles erfahren. Wow, das habe ich so noch nie gehört. Ein Urlaubsleben. Das ist eine wirklich interessante Betrachtungsweise, denn es scheint, als würden viele Menschen in dieser Welt ein Urlaubsleben führen. Dass sie einfach reich sind, tun, was sie wollen und zu allem Zugang haben, was sie begehren. Es gibt keine vorstellbare Weise, dass sie leiden, es sei denn, sie wollen wirklich leiden und so weiter. Sie sind nicht zahlreich, aber es gibt eine gute Menge. Und wenn man sich das Leben der Reichen und Berühmten ansieht, gewissermaßen und solche Dinge. Es ist interessant zu denken, dass ich hatte gerade ein paar harte, ich werde nach Tahiti fahren. Weißt du, viele Leute, die scheinbar ein leichtes Leben haben, stehen vor allerlei Herausforderungen, von denen wir nichts ahnen. Und man muss auch die Natur der menschlichen Existenz bedenken. Wenn du auf der anderen Seite bist, befindest du dich in einem Zustand der Einheit, des Bewusstseins mit allen anderen Wesen. Das fühlt sich großartig an. Wenn du in einen Körper kommst, befindest du dich in einem Zustand der Trennung. Du scheinst ein Individuum zu sein, das von allen anderen getrennt und verschieden ist. Das erzeugt Angst, es erzeugt Einsamkeit, es erzeugt alle Arten von Leiden. Du glaubst nicht nur, dass du von allen anderen Wesen getrennt bist, sondern jetzt musst du dich auch noch mit deinem Ego auseinandersetzen. Und das Ego kann sehr grausam, sehr strafend sein und es ist ziemlich hinterlistig und verschlagen im Umgang. Also selbst diejenigen, die es scheinbar so leicht haben, könnten riesige innere Kämpfe mit ihrem eigenen Ego ausfechten. Oh, ich meine, betrachte mal Will Smith. Von außen betrachtet scheint er einer der größten Filmstars zu sein. Reich, berühmt und er macht, was er möchte. Er hatte alles. Doch hinter den Kulissen kam ans Licht, welches Leid er in seinen Beziehungen ertragen musste. Und dann, Gott bewahre, offensichtlich ist etwas bei den Oscars vorgefallen. Und er tat, was er tat, als er Chris Rock ohrfeigte. Also hast du absolut recht. Es bedeutet nicht immer, dass sie alles haben, was sie wollen und dass alles perfekt ist. Ich denke, Jim Carrey hat es am besten ausgedrückt. Er meint, ich wünschte, jeder könnte alles bekommen, was er sich je gewünscht hat, damit sie verstehen, dass es nichts bedeutet, Das ist sehr gut formuliert. weil er es wortwörtlich jeder Traum, den er je hatte, erfüllte sich. Er wurde zu einem der reichsten Prominenten weltweit, zu einem der berühmtesten Menschen. Er lebte nach seinen Wünschen. Die schönsten Frauen begleiteten ihn. Er hatte alles. Doch nach all dem Erfolg und Ruhm entschied er sich, Nein zu sagen. Das ist nichts für mich, sodass er nun sogar ans Aufhören denkt und nur noch malen möchte. Es ist sehr interessant. Ja, ich denke, Jim Carrey versteht es wirklich. Er erfasst, worum es im Wesentlichen beim Leben auf der Erde geht. Ja, es ist interessant, seine Karriere zu verfolgen, denn wir haben ihn aufwachsen und sich im Geschäft hochkämpfen sehen, bis er erreicht hat, wo er jetzt ist. Das ist schon anders. Ich finde es sogar ziemlich witzig, dass Sheilik, ich habe vergessen, wie man den Nachnamen des Regisseurs von Ace Ventura ausspricht und ich glaube, viele große Bruce Almighty und viele andere große Jim Carrey-Filme. Und er lebte einmal allein in einer mehrere Millionen teuren Villa in Pasadena. Und er saß einfach da und dachte sich, das kann doch nicht alles sein. Und er hat buchstäblich all das abgelehnt, aufgehört, große Hollywood-Filme zu drehen und begann Filme zu machen, die er machen wollte und zog in einen Wohnwagen, in einem Wohnwagenpark und fuhr mit dem Fahrrad herum. Er hat eine 180-Grad-Wende in seinem Leben hingelegt und wieder jemand aus der Welt von Hollywood, einer der größten und erfolgreichsten Regisseure, Geld. Er konnte jedes Projekt realisieren, das er wollte. Und er war einfach so. Das ist nicht das, wofür ich mich anmeldete, doch es bleibt vielseitig interessant. Ich habe neulich etwas Ähnliches über Elon Musk gehört und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber anscheinend hat er seine 6 Häuser verkauft und wohnt jetzt in einem sehr kleinen Haus.
Und wenn er reist, übernachtet er nicht in einer Penthouse-Suite. Er schläft bei einem Freund, nutzt ein Gästezimmer, solche Sachen. Er macht Couchsurfing. Ja, er macht Couchsurfing. Ja. Es wäre schon komisch, wenn Elon vorbeikäme. Ich so: „Hey, kann ich auf deiner Couch pennen?“ Ich meine, da ist ein Super 8 die Straße runter, Sir, viel bequemer als hier, aber nein, er ist eine interessante Persönlichkeit und macht wirklich interessante Dinge. Er sprengt in vielerlei Hinsicht den Rahmen. Nicht jeder mag ihn, das ist okay, doch seine Leistungen sind unbestreitbar. Viele mochten Steve Jobs nicht, dennoch veränderte er die Welt. Er schlug, wie man sagt, ein Loch ins Universum. Auch Bill Gates ist nicht jedermanns Favorit. Er hat wirklich etwas getan, das die Menschheit vorangebracht hat. Und ich denke, Elon strebt dies auch an, was faszinierend ist, seine Entwicklung und sein Wirken zu beobachten. Ja, hoffentlich entwickelt sich Twitter wirklich zu einer offenen Quelle, einem Ort, an dem Menschen frei und ohne Zensur sprechen können. Wir werden beobachten, wie es sich entwickelt. Das wird interessant. Ja, das ist noch etwas. Als man dachte, er hätte schon alles gemacht, denkt man sich, oh, okay, nun schauen wir mal, was passiert. Genau jetzt. Ist Leiden notwendig, um als Seele zu lernen? Ich würde nicht behaupten, dass es absolut notwendig ist, aber es ist eine sehr kraftvolle, effektive und schnelle Lernmethode. Tatsächlich sehe ich das sehr klar in den Geschichten, die ich für meine Bücher recherchiert habe. Manche Seelen lernen am besten, wenn ihr Herz durch Leid gebrochen wird. Gehörst du dazu, würdest du dich für ein Leben auf der Erde entscheiden, denn hier geschieht genau das. Viele mögen diese Idee nicht akzeptieren, doch ich denke, es ist ein Grund für das große Leid auf der Erde. Tatsächlich lernen viele Seelen so am effektivsten. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass man, wenn man leidet und etwas sehr Traumatisches durchmacht, lernt. Du hast eine bessere Chance daraus zu lernen. Es ist, als würde ich über Feuer sprechen und dir raten, nicht hineinzufassen, nicht wahr? Doch erst wenn du es tust und den Schmerz fühlst, du wirst die Lektion nicht verstehen. Vielleicht begreifst du etwas, aber berührst du es. Ich verspreche, wenn du einmal Feuer berührst, fasst du es meistens nicht wieder an. Nun, das ist genau richtig. Planst du Herausforderungen von der anderen Seite, weißt du, die Lebensdauer ist kurz. Du wirst nicht dauerhaft verletzt, noch fügst du jemandem dauerhaften Schaden zu und dennoch bleibt Weisheit für alle Ewigkeit bei dir. So ergibt es Sinn, dass Seelen große Herausforderungen für sich selbst planen. So, ich bin überzeugt, dass jeder Zuhörer die Herausforderungen in seinem Leben wahrnimmt. Zweifellos hat jeder noch die eine oder andere Herausforderung vor sich, manche vielleicht mehr als andere, aber man lernt dabei und es ist nicht immer. Das verbreitetste Konzept ist jenes, das Menschen am besten verstehen. Doch in meinem Leben begegneten mir viele Herausforderungen, sicherlich dir auch. Jede brachte mir unermesslich viele Informationen und Lektionen bei, die ich bis heute bewahre. Viele fragen mich, nachdem ich ein Buch über ein traumatisches Erlebnis verfasste, ob ich, könnte ich die Zeit zurückdrehen, etwas ändern würde. Meine Antwort, nein. Hätte ich etwas geändert, wäre ich nicht, wer ich bin. Vermutlich täte ich jetzt nicht das, was ich tue, mit dir sprechen, hätte ich jene Lebenserfahrung nicht gemacht. Es war sehr traumatisch, aber dennoch, es war Teil meiner Reise, die mich prägte und zu dem machte, was ich heute bin. Ich glaube, dass viel Leiden, das aus Lebensherausforderungen entsteht, nicht nur von der Herausforderung selbst herrührt. Es entsteht oft durch die Wahrnehmung der Menschen, die sich als Opfer dieser Herausforderungen sehen. Sie fühlen sich von anderen oder je nach Sichtweise von Gott oder dem Universum zu Opfern gemacht. Dieses Gefühl, ein Opfer zu sein, ist bereits eine eigene Art des Leidens. Und was ich in meiner Arbeit sehe, ist, dass es sich selbst aufrechterhält. Denn wenn du glaubst, dass du ein Opfer bist, schwingst du auf der Frequenz eines Opfers. Wenn du auf der Frequenz eines Opfers schwingst, signalisierst du energetisch dem Universum, dass du ein Opfer bist. Nun, welche energetische Aussage du auch immer an das Universum richtest, es antwortet immer auf genau die gleiche Weise, es sagt immer, ja, das stimmt, du bist es. Also,
Wenn du energetisch dem Universum mitteilst, dass du ein Opfer bist, sagt es, ja, du bist es. Und es bringt dir mehr Erfahrung, die an der Oberfläche zu bestätigen scheinen, dass du tatsächlich ein Opfer bist. Um dem negativen, sich selbst verstärkenden Kreislauf zu entkommen, ist es wesentlich zu erkennen, du bist die starke, mutige Seele, die ihre Herausforderungen vor der Geburt geplant hat. Auch ohne das Wissen um die Gründe wird das Bewusstsein, dass du sie selbst gewählt hast, dich aus dem Opferdesein befreien. Entwickelst du Verständnis dafür, warum du sie angenommen hast, ist das noch vorteilhafter. So kannst du die Lektionen bewusster und mit weniger Mühe lernen. Wie Henry Ford sagt, ob du glaubst, du kannst es nicht oder du kannst es, du hast recht. Es dreht sich alles darum, was du glaubst, das passieren wird. Es ist wahr, glaubst du, alle Menschen sind schlecht, liegst du richtig. Es ist lustig, wie Leute immer wieder in deinem Leben auftauchen. Doch glaubst du, jeder sei liebevoll und mitfühlend und all solche Sachen. Im Allgemeinen sind die meisten dieser Leute kreuzen deinen Weg. Es ist wirklich faszinierend, darüber nachzudenken. Noch einmal, es ist sehr interessant, all das intellektuell zu besprechen. Doch man muss auf seinen eigenen Lebensweg achten. Und viele der Dinge, die wir hier diskutieren, nehmen und herausfinden, wie sie sich auf deinen persönlichen Lebensweg beziehen, so wie du ihn bisher erlebt hast. Glaubensüberzeugungen sind sehr wichtig. Die dritte Dimension ist, so wie ich es verstehe, so eingerichtet, dass sie ein Spiegel deiner Überzeugungen ist. Was auch immer du glaubst, wird dir wiedergespiegelt, genau wie du eben beschrieben hast. Wenn du also Überzeugungen hast, die dir Leid bringen, ist es sehr wichtig, diese zu erkennen und dann zu ändern. Und wie man das macht, so wie ich es verstehe, ist folgendermaßen. Überzeugungen erzeugen Gedanken, Gedanken erzeugen Gefühle und Gefühle erzeugen Handlungen. Wenn du also herausfinden willst, was deine Überzeugungen sind, arbeite rückwärts in der Ursachenkette. Beginne auf der Gedankenebene, geh einen Schritt zurück und frage dich, wenn ich das denke, was muss ich dann für wahr halten? Und das ist nicht schwer, ich meine, während du deinen Tag durchlebst. Sei achtsam bezüglich der Gedanken, die dir durch den Kopf gehen. Wähle einen aus, der wahrscheinlich eine ergiebige Prüfung sein wird. Das wäre so etwas wie ein Urteil. Stell dir vor, du gehst die Straße entlang und der Gedanke kommt dir. Oh, jemand sollte die Modepolizei rufen. Jemand ist seltsam oder besonders gekleidet. Das ist ein Gedanke, den es zu betrachten lohnt. Halte inne und sage dir, okay, ich habe gerade gedacht, jemand sollte die Modepolizei rufen. Was muss ich glauben, wenn ich diesen Gedanken denke? Nun, offensichtlich muss ich glauben, dass bestimmte Kleidungsstile in Ordnung sind und andere nicht. Dann fragst du dich, ist dieser Glaube wahr? Nein, offensichtlich ist er das nicht. Es ist das Ergebnis von Konditionierung. Und dann ersetze den falschen Gedanken durch einen richtigen. Ein richtiger Gedanke wäre so etwas wie, jeder kann sich kleiden, wie er möchte. Nun, du hast ein Konzept erwähnt, das Michel-System genannt wird. Was ist das genau? Michael repräsentiert hier ein Kanal- oder Gruppenbewusstsein, ein Kollektiv. Michael übermittelte umfangreiche Informationen zum Lebensplan, Seelenalter und Archetyp. Es handelt sich um ein komplexes System. Ich bin zwar kein Experte, aber um dir eine Vorstellung zu geben. Zu den Archetypen zählen Priester, zu dem ich gehöre, König, Krieger und weitere. Es gibt auch verschiedene Seelenalterstufen, infantil, jung, mittel, reif und alt. Die Art des Lebensplans, den du vor deiner Geburt erstellst, ist von deinem Archetyp und Seelenalter abhängig. Ein junger König plant beispielsweise Macht um ihrer selbst willen zu erlangen. Ein alter König hingegen würde Macht anstreben, um anderen zu helfen. Ein junger Priester könnte die Führung einer evangelikalen Gemeinde anvisieren. Ein alter Priester plant, etwas zu tun, wie ich es in diesem Leben tue. So läuft es im Grunde. Das ist wirklich interessant und faszinierend, denn du hast absolut recht. Manchmal, wenn man König sein will. Als junger König strebst du meistens danach, Macht um der Macht willen zu wollen. Und es gibt derzeit viele junge Diktatoren auf der ganzen Welt. Zu diesem Thema. Gelinde gesagt, existieren junge Machthaber, die ausschließlich aus dem Verlangen nach Macht handeln. Doch es gibt ebenso andere an der Macht, die aufrichtig helfen und dienen möchten.
Die Menschen, die herrschen zwar nicht direkt, verfügen jedoch auf die eine oder andere Weise über eine gewisse Macht. Es ist wirklich faszinierend, darüber nachzudenken. Ich nehme an, dass die aufgestiegenen Meister zweifellos alte Seelen sind, die sich am Ende ihrer Reise in diesem physischen Dasein befinden und nun bereit sind zu transzendieren. Es gibt eine Frage, die ich dir stellen möchte. Sind wir hier gefangen? Mit anderen Worten, viele von uns sind gleichsam in einer Art Kreislauf gefangen. Wir müssen all diese Lektionen lernen, all diese Erfahrungen machen. Und wenn wir diese Lektionen nicht lernen, werden wir sie immer wiederholen müssen. Und es geht immer so weiter. Wir drehen uns in diesem Kreis, bis wir endlich an einen Punkt gelangen, an dem man aufsteigen kann, wie ein Meister, wie Jesus oder Buddha oder Yogananda und so weiter, der schließlich sich mit der Quelle verbinden kann, mit Gott, dem Universum, nenne es wie du willst. Und wir haben alles gelernt, was wir hier lernen mussten. Jetzt gehen wir zur nächsten Stufe über, was auch immer diese Stufe sein mag. Ist das so richtig? Ich denke, das ist eine ziemlich genaue Beschreibung. Ich glaube nicht, dass wir im Sinne eines göttlichen Wesens oder einer anderen außerirdischen Macht gefangen sind, die von uns verlangt, eine bestimmte Anzahl von Inkarnationen auf der Erde zu durchleben. Wie wir bereits besprochen haben, vollziehen wir in unserem Leben verschiedene Handlungen, die nicht immer von Liebe erfüllt sind. Wenn wir dann ins Jenseits zurückkehren und unsere Lebensbilanz ziehen, fühlen wir uns in Bezug auf einige dieser Taten unvollständig. In diesem Sinne sind wir gefangen, weil wir uns selbst dazu entscheiden, zurückzukommen, getrieben von dem Gefühl der Unvollständigkeit. Du willst oft Wiedergutmachung leisten, doch ich glaube nicht, dass jemand dich zwingt, zurückzukehren. Diese Entscheidung triffst du selbst und das ist es. Das Wesen des Seins einfach. Eine Seele. Du willst Gutes tun, denn du denkst, hey, also ich habe zwielichtige Sachen gemacht und das macht mich unvollständig. Ich muss zurück, Wiedergutmachung leisten und mich mit meinen Taten auseinandersetzen, um Ausgleich zu schaffen. Das Gute und das Böse sind ein faszinierendes Konzept, von dem ich gehört habe. Ich erinnere mich nicht, wer es in der Sendung erwähnte. Es war wohl ein Yogi, der sagte, dass immer wenn ein großes Übel in der Welt existiert, es gibt ein großes Gutes entsteht, um dagegen anzukämpfen, es auszugleichen. Also im Zweiten Weltkrieg erschien Hitler und dann die Alliierten stießen hinzu, waren zuvor nicht da. Sie erschienen und dann es ist eine Art ausgleichende Kraft, die sich in der Natur manifestiert. Wenn es zu einer Explosion der Kaninchenpopulation kommt, dann erscheinen die Kojoten und erledigen ihre Arbeit, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Denn zu viele Kaninchen, die die gesamte Vegetation verzehren, würden das ökologische Gleichgewicht stören. Es gibt also immer ein Gleichgewicht im Leben. Immer wenn es ein großes Übel oder eine bedeutende Herausforderung gibt, gegen die wir alle ankämpfen müssen, tritt das große Gute in Erscheinung. Und genau das kann man jetzt beobachten bei den Ereignissen, die sich in der Ukraine abspielen. Es ist echt toll. Negativen Vorkommnisse dort sind unbestreitbar. Aber man kann diese Allianz der ist sich fast einig. So etwas erlebte ich noch nie zu Lebzeiten. Und bei der ganzen Lage, ich glaube, das Kräfteverhältnis wird sich weiterhin so verschieben. Was ist deine Meinung? Ich stimme dir zu, dass es weltweit eine einheitliche Sichtweise zu geben scheint, was dort passiert. Und ich denke, das zeigt einen großen spirituellen Fortschritt, eine deutliche Zunahme unseres. Weißt du, in der Zeit, in der du und ich gelebt haben und körperlich anwesend waren, gab es viele Konflikte wie das, was in der Ukraine passiert, und es hat niemandem wirklich etwas ausgemacht oder große Aufmerksamkeit erregt. Nun, plötzlich ist alles anders. Alle sind vereint gegen das, was Russland tut. Ich denke, das zeigt einen großen Fortschritt. Ja, ich meine, Anfang der 90er, als der Irak Kuwait überfallen hat, war es ähnlich, nicht so geschlossen, aber es gab definitiv einen Moment. Ich erinnere mich, Angst vor der Einberufung gehabt zu haben, weil ich zu der Zeit auf der weiterführenden Schule war. Aber sie sagen so, nein, man kann kein souveränes Land überfallen. Und dann kamen alle und in 30 Minuten sollte es beendete diese Situation ziemlich schnell. Aber es gab solche Momente, aber nichts vergleichbar mit dem, was gerade passiert. Und generell muss ich Sie fragen, es gibt so viel passiert gerade jetzt. Ich meine, in meinem Leben, ich nähere mich der 50.
Ich erlebte viel, geboren am Ende des Vietnamkriegs, dazu Nixon und alles Weitere. Aber zwischen Klimawandel, Wirtschaft, Pandemie, Krieg, all diese verschiedenen Dinge passieren. Die politische Spaltung, die noch nie so tief war, nicht nur hier in den Staaten, sondern überall auf der Welt. Es gibt einfach diese komplette Veränderung, dass jeder in seinen Überzeugungen immer mehr Stammesdenken annimmt. Was glauben Sie, was gerade jetzt in der Welt passiert? Denn offensichtlich gibt es irgendeine Art von Wandel. Irgendetwas passiert in der Welt. Es herrscht eine gewisse Energie. Es gibt fast ein Maß an Chaos. Es scheint nicht besser zu werden, was den chaotischen Aspekt angeht. Was glauben Sie, was vor sich geht? Also darüber habe ich wirklich viel nachgedacht und für meine Bücher ziemlich gründlich recherchiert. Was meiner Meinung nach passiert, ist, dass die Erde und alle Menschen darauf einen Aufstiegsprozess durchlaufen. Was bedeutet Aufstieg also? Es bedeutet, dass wir aufsteigen oder in Schwingung oder Frequenz zunehmen. Warum passiert das? Nun, teilweise, weil wir es so geplant haben, aber auch wegen der Menge an Licht, die den Planeten überflutet. Das Licht bringt alles hervor, was nicht seiner Art entspricht. Alles, was eine niedrige Schwingung hat. Der Grund dafür ist, dass wir es verarbeiten können, es durch bewusstes Erkennen durchlaufen, es anerkennen, uns dafür bedanken und es dann loslassen. Was also im Wesentlichen geschieht? Die ganze Welt und jeder Mensch darauf durchläuft einen Reinigungsprozess. Es passiert mit der menschlichen Zivilisation als Ganzes. Und es passiert in jedem einzelnen Leben. Viele Menschen gehen herum und tragen kristallisiertes oder gefrorenes oder eingeklemmtes Trauma oder Schmerz in ihren Körpern. Dinge, die passiert sind, die sie nie vollständig verarbeitet haben. All das muss hochkommen, damit du es durch bewusstes Erleben verarbeiten und dann loslassen kannst. Das ist organische oder integrierte Heilung. Es bedeutet, den emotionalen Schmerz bewusst zu erfahren und ihn dadurch freizusetzen. Wenn wir auf der Erde bleiben wollen, während Gaia aufsteigt, müssen wir unsere Schwingung erhöhen. Das erreichst du, indem du gespeichertes Trauma, Ärger und mangelnde Vergebung loslässt. All das muss freigesetzt werden. Chaos ist ein wichtiger Teil des Prozesses. In meinem ersten Buch, Deines Seelenplans, gibt es ein Channeling, in dem ich mit einem Engel spreche. Und der Engel sagt, Zitat, Chaos ist fruchtbarer Boden. Tatsächlich ist es der fruchtbarste Boden für Wachstum. Und ich denke, genau das erleben wir gerade. Nun, da stimme ich zu. Ich stimme dir in vielerlei Hinsicht zu, Angela. Denn wenn du Chaos in deinem Leben hast, du lernst, wie wir vorhin besprochen haben. Du lernst definitiv. Es ist nicht angenehm. Wenn du jetzt wählen könntest, bewusst entscheiden, würdest du sagen, lieber nicht vom Auto angefahren werden. Ich möchte nicht verlieren, weder Haus noch Geld oder ähnliches, aber es schafft Lernerfahrungen. Und Junge, wir haben wahrlich eine Menge davon vor uns. Es stimmt wirklich, denn viele der Dinge, die in den letzten 10 Jahren passiert sind, lag unter der Oberfläche. Rassismus war wie etwas, das hier in den Staaten und überall sonst gerade unter der Oberfläche lauerte. Aber es war ein Thema, über das man hier und da nie wirklich ausführlich sprach. Aber jetzt ist es offen zutage, wie ich es in meiner Jugend nie erlebt habe. Und Vorurteile sowie ähnliche Dinge, die meist ruhend waren und nur am Rand oder an der Peripherie existierten. Es wäre wirklich sehr am Rande des Angemessenen, an diesem Abend über solche Dinge zu sprechen. Weißt du? Ja. Und ich denke, das ist genau die Art von Erfahrung und Prozess, die wir durchlaufen müssen, um aufzusteigen, gemeinsam mit der Erde. Viele Menschen fühlen sich, glaube ich, enttäuscht und vielleicht sogar deprimiert angesichts dessen, was in der Welt vor sich geht. Und es sieht nach außen hin so aus, als würden wir tatsächlich in die falsche Richtung gehen. Aber wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, was passiert, wenn Licht auf ein Objekt trifft und einen Schatten wirft. Nun, je heller das Licht, desto dunkler der Schatten, bis zu einem gewissen Punkt, an dem so viel Licht vorhanden ist, dass es den Schatten tatsächlich auflöst. Ich denke, wir befinden uns in der Phase größter Dunkelheit, die dem Auflösen des Schattens vorausgeht.
Das ist wirklich wunderschön. Das ist eine sehr schöne und großartige Analogie. Ich wollte Sie auch nach den Lehren von Edgar Cayce fragen, können Sie ein wenig darüber erzählen, wer Edgar Cayce war und dann auch, wie seine Lehren oder seine Aussagen über den Seelenzweck und so weiter waren? Also ist Case nun auf der anderen Seite. Zu Lebzeiten war er ein Medium mit hellseherischen Fähigkeiten. Viele betrachten ihn als das größte amerikanische Medium aller Zeiten. Es gibt eine interessante, amüsante Geschichte über ihn und die Idee der Seelenplanung vor der Geburt. Eine wahre Begebenheit. Spät in seiner Karriere besuchten ihn zwei reiche Schwestern aus New York. Die Schwester sagte, Herr Casey, wir sind ratlos wegen unseres Bruders. Er lebt unter einer Brücke in New York und trinkt zu viel. Wir haben über Jahre hinweg alles Mögliche versucht, um ihm zu helfen, sein Leben zu ändern, doch nichts hat Erfolg gehabt. Herr Casey, können Sie uns irgendetwas sagen, das uns helfen könnte, unserem Bruder zu helfen? Als er das hörte, tat Casey, was er immer tat. Er ging in Trance, er begab sich in die Akasha-Chronik, die das vollständige, nicht physische Verzeichnis alles Erdrelevanten ist, einschließlich der vorgeburtlichen Planung. Und dann sagte er zu den beiden Schwestern, Euer Bruder ist die am höchsten entwickelte Seele, über die ich jemals Informationen erhalten habe. Und ihr drei hattet gemeinsam geplant, noch vor der Geburt eines von euch, dass einer genau das tun soll, was er getan hat, damit die anderen Mitgefühl lernen. Das war nicht die erhoffte Antwort, aber so funktionieren die Dinge eben. Und Casey wusste das. Er sprach ausführlich über den Sinn der Seele, deren Reise und die Planung all dessen. Ja, das war wirklich ein Schwerpunkt seiner Arbeit. Und für Interessierte gibt es ein Hauptquartier in Virginia Beach. Ich glaube, es heißt Vereinigung für Forschung und Erleuchtung. Das war Caseys Organisation. Nun, ich werde Ihnen ein paar Fragen stellen. Das frage ich alle meine Gäste. Was ist Ihre Mission in diesem Leben? Meine Mission ist, Menschen zu helfen, tiefere spirituelle Bedeutungen ihrer größten Herausforderungen zu verstehen. Was ist der letztendliche Sinn des Lebens? Der Sinn ist, Liebe zu geben und zu empfangen. Großartige Antworten, Freund. Wo erfahren Leute mehr über dich, dein neues Buch, die Liebe deiner Seele, deine weiteren Bücher und deine Arbeit? Die Website ist yoursoulsplan.com. Ich lade euch ein, den Newsletter auf der Startseite zu abonnieren, um über Workshops informiert zu bleiben. Die Workshop-Liste gibt es auf der Veranstaltungsseite. Wenn ihr an einer Live-Seelenrückführung interessiert seid, klickt im Hauptmenü auf Sitzungen. Und wenn ihr mich aus irgendeinem Grund kontaktieren oder eine Frage stellen möchtet, nutzt die Kontaktseite. Alles findet ihr auf yoursoulsplan.com. Rob, vielen Dank, dass du in der Sendung warst. Es war mindestens eine aufschlussreiche Unterhaltung. Ich hoffe, jeder Zuhörer hat nun ein bisschen besseres Verständnis. Und hoffentlich ist dies ein Ausgangspunkt, um mehr zu forschen, mehr zu verstehen, mehr über diesen Prozess zu lernen und uns hoffentlich auf unserer eigenen Lebensreise zu helfen. Ich schätze dich, mein Freund. Es war großartig, mit dir zu sprechen. Du stellst hervorragende Fragen und danke für deine Sendung. Ich glaube, du bringst viel benötigtes Licht in unsere Welt. Ich schätze das sehr. Ich tue, was ich kann. Ich gebe mein Bestes, mein Freund. Also danke. Ich auch. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.